Ich bin Carsten Henze. Ich bin freier Berater für Designmanagement, Branding und Kommunikation. Ich habe zuvor viele Stationen in Agenturen und Unternehmen zurückgelegt. Ich habe sehr viel Spaß daran, mein Wissen weiterzugeben. Und ich bin Vorstandsvorsitzender im Internationalen Designzentrum und ich bin kein Designer. Mein Berufsleben habe ich mit einer klassischen Ausbildung als Industriekaufmann begonnen. Das war bei Siemens Anfang der 80er Jahre. Mich hat es aber danach nicht bei Siemens gehalten, jedenfalls zunächst nicht. Die UDK, die damals noch HDK hieß, hatte einen sensationellen Studiengang am Start. Der war damals noch sehr neu und der hieß Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und das war ein Angebot, dem konnte ich nicht widerstehen. Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation war damals noch sehr ungewöhnlich. Die meisten der Absolventen gingen dann zu den klassischen Agenturen nach Hamburg, Frankfurt, München oder Düsseldorf. Ich hatte das große Glück, dass zum Ende des Studiums die Mauer fiel. Klingt jetzt ein bisschen widersinnig, aber auf einmal suchte selbst mein alter Arbeitgeber, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, einen Diplom-Kommunikationswirt in einer Stellenanzeige. Ich dachte, das ist ein Zeichen. Noch bevor ich mein Studium offiziell beendet hatte, hatte ich schon eine Anstellung als Werbeberater bei der Siemens AG hier in Berlin. Zu meinen Aufgaben damals gehörte Investitionsgütermarketing, aber vor allem auch das Thema Marke und Corporate Design in die damals noch 9 Bundesländer zu bringen. Das hatte mich begeistert und hatte mich knapp 5 Jahre sehr stark beschäftigt. Ich habe furchtbar viel gelernt, aber ich war neugierig auf andere Themen. Und zu der Zeit begann eine in Berlin prosperierende Agentur gerade sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und so habe ich mich bei Metadesign beworben und ja, ich war als einer der ersten Nicht-Designer in einer damals aufsteigenden Agentur, die sich auch neu aufstellte. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, auf einmal die Seite zu wechseln und ich habe in den darauffolgenden Jahren sehr viel Agentur kennengelernt. Agentur hat sehr viel Spaß gemacht. Ich konnte auch meine ganzen Erfahrungen von der sozusagen Auftraggeberseite mitnehmen. Das war nämlich für die meisten Designerinnen und Designer nicht selbstverständlich, weil der Perspektivenwechsel ist nicht das, was man auch schon im Studium trainiert hat. Gleichzeitig entwickelte sich das Digitale am Markt und so hatte ich das große Vergnügen, am binärsten Datum, was man sich für diesen Job vorstellen kann, nämlich zum 01.01.2000, also 01/01/00, zu Pixelpark zu wechseln, einen damaligen Shootingstar in dieser Branche, der kurz zuvor an die Börse gegangen ist, eine Bertelsmann-Tochter war und eine prosperierende Zukunft versprach. Knapp 2 Jahre Pixelpark fühlten sich zwar an wie fast 5 Jahre, aber ich habe gemerkt, dass mich doch das alte Thema der Marke noch mehr reizt. Und eigentlich wollte ich mit einem ehemaligen Kollegen von Metadesign in die Selbstständigkeit starten. Und einer der ersten Akquisekontakte, die wir hatten, die ich wahrgenommen hatte, war die Deutsche Bahn. Die hatten großen Bedarf. Sie suchten allerdings nicht in erster Linie eine Agentur, sondern sie suchten jemanden, der das ganze Thema steuert. Und meine bis dahin schon angewachsenen Erfahrungen hatte mich offensichtlich interessant genug gemacht, als dass ich mit der Deutschen Bahn Gespräche geführt habe, die sehr positiv waren. Und im Oktober 2001 fing ich dann als Leiter Markenführung CD/CI bei der Deutschen Bahn in Frankfurt an. Dass mich das fast 18 Jahre lang wird beschäftigen oder 17 Jahre lang beschäftigen wird, das hatte ich damals nicht geahnt. Kann aber auch rückblickend sagen, da war kein Tag langweilig, es war so dermaßen viel Aufbruch. Die Bahn sollte an die Börse gehen. Wir hatten in den Jahren, ich glaube, 4 verschiedene Markenarchitekturen hinter uns zu bringen. Wir hatten unglaublich viele Themen, die wirklich reichten von der Führung der Marke bis zur Entwicklung ganzer Fahrzeuge. Seit 2012 habe ich dann begonnen, neben meinem Job, nicht weil er mich langweilte oder mich nicht ausfüllte, aber weil ich merkte, da ist noch mehr möglich, Lehraufträge angenommen an verschiedenen Hochschulen und das führte später dazu, dass ich sogar eine nebenberufliche Professur für Designmanagement an der FH Potsdam übernommen hatte. Rückblickend betrachtet, was hatte mich dazu gebracht? Ich habe auch schon im Studium an der HDK gemerkt, dass ich den meisten Honig sozusagen aus den Berichten der Praktiker gezogen habe. Lehrbücher können nicht alles, unsere Branche ist unglaublich schnell entwickelt, aber das Wissen, was Menschen angesammelt haben und das wieder
auch in die Hochschulen zu geben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es begleitet mich auch seither. Es gibt nicht unbedingt die berufliche Erfahrung, die mein Leben geprägt hat, aber es gibt eine Sammlung und die haben so ein Muster. Und was ich bei Metadesign zum Beispiel fantastisch fand, überhaupt zu sehen, wechselnde Auftraggeber zu haben und das gleichzeitig ist eine hohe Herausforderung. Aber zu wissen, dass der eigene Job auch Relevanz hat und im Alltag gesehen wird, ist etwas, was sich wie so ein roter Faden durch mein Leben zieht und was auch Spaß macht zu beobachten. Ich habe bei der Meta die BVG lange Jahre betreut, ich habe über ein Jahr lang Volkswagen betreut. Besonders freut mich, dass in meinem Team seinerzeit auch das neue Erscheinungsbild des Bundespresse- und Informationsamts entwickelt wurde. Und jedes Mal, wenn ich unseren Bundesadler irgendwo sehe, erinnere ich mich an die guten Arbeiten. Und man merkt auch, wie nachhaltig gutes Design wirken kann. Ein wirklich großer Job, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und der mich auch wirklich erfreut. Und wenn es darum geht, jetzt wirklich den Job zu bringen, bei der Bahn war es die Entwicklung einer eigenen exklusiven Schriftfamilie. Das muss man sich deshalb auch so als sehr schwierig vorstellen, weil man kann sich vorstellen, dass auch innerhalb eines Konzerns nicht unbedingt Jubelschreie ausbrechen, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, wir brauchen eine eigene Schrift. Das heißt also, das ganze Thema über die Jahre gegen alle, vor allem auch zunächst internen Widerstände, mit dem Team umgesetzt zu haben und das mit Erik Spiekermann und Christian Schwarz auch wirklich zwei Top-Profis da arbeiten durften, das erfreut mich heute noch jedes Mal, wenn ich die Bahn in ihrer Kommunikation sehe, weil ich weiß, jeder Buchstabe lief irgendwann mal über meinen Tisch. Das nächste große Thema nach der Schrift war das Corporate Sound-Thema. Auch das für einen Konzern relativ abstrakt, aber mittlerweile sehr erfolgreich. Das konnten wir im Team seinerzeit mit Alexander Wodrich und den Why Do Birds erarbeiten. Und ja, soll man sagen, ist es ein Wunder, dass sowohl Erik Spiekermann als auch Alex Wodrich IDZ-Mitglieder sind? Ich glaube, schon als ungefähr 15-Jähriger habe ich mir die Nase an der Schaufensterscheibe der Ansbacher Straße plattgedrückt. Da residierte das IDZ nämlich seinerzeit. Ich habe es dann aber ein bisschen aus dem Auge verloren, bin aber Mitte der 90er, so lange ist das schon her, eingetreten. Was hat mich daran am meisten fasziniert? Nun, zum einen, es war noch die Zeit, als das Internet nicht unbedingt allbeherrschend war, vergisst man ja heutzutage sehr schnell. Und das IDZ hatte ein ganz tolles Format am Start, das nannte sich Profile. Was war die Idee dahinter? Man lernte als Mitglied andere Mitglieder kennen, konnte sie besuchen, konnte sich austauschen, konnte hinter die Kulissen schauen und man hat sehr viele IDZ-Mitglieder auf diese Weise kennengelernt. Als ich ins IDZ eintrat, residierte das noch am Kurfürstendamm. Seither sind wir schon mehrere Male umgezogen, genauso wie auch das IDZ sich mehrere Male quasi neu erfinden musste. Uns hatte man die Mittel gestrichen, wir waren keine institutionell geförderte Einrichtung mehr. Wir mussten, gebe ich gerne zu, auch phasenweise echt um uns selber kämpfen. Als Vorstände sind wir vor allem ehrenamtlich tätig, also neben unseren Jobs. Das Team selbst ist aber, was das IDZ nach vorne bringt, und das macht sehr viel Spaß, es zu begleiten. Besonders hervorzuheben sind dort zwei Leuchttürme, über die ich gerne berichte, wenn ich vom IDZ rede. Zum einen ist es der Bundespreis Ecodesign, den wir für das Bundesumweltministerium schon seit 2012 nicht nur konzipiert haben, sondern auch ausrichten dürfen. Zum Zweiten aber genauso wichtig und vor allen Dingen selbst entwickelt sind die UX Design Awards, die sich seit 2008 aus dem ursprünglichen Usability Park, wie er ursprünglich hieß, ab 2015 zu dem Format entwickelt haben, was wir jetzt kennen und was wir die Freude haben, zweimal im Jahr anzubieten und was sich großer Beliebtheit erfreut. Seit mittlerweile 2019 ist das IDZ auch Mitglied im Deutschen Designtag. Der Deutsche Designtag ist sozusagen die Spitzenorganisation aller Berufsverbände und Institutionen des Designs, auch im Kulturrat vertreten und damit von der Politik wahrgenommen. Ich habe selbst die Freude, im Deutschen Designtag als Vorstandsmitglied das IDZ zu vertreten und wir arbeiten, das kann ich versprechen, sehr intensiv daran, dass das Design, hoffentlich bald mal genau so eine Lobby hat, wie sie die Automobilindustrie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erreicht hat.
Inspiration, spannendes Thema. Nein, ich werde hier weder ein Buch, noch eine Ausstellung, noch eine Platte oder irgendetwas anderes vorstellen, was mich inspiriert. Ich sage mal kokett, das sind viel zu viele Sachen. Was ich aber betonen möchte ist, was treibt eigentlich Inspiration? In meinem Falle ist es Neugier. Und ich versuche eigentlich seit Jahrzehnten wach zu bleiben, neugierig zu bleiben, mich für alles zu interessieren, auch außerhalb des Designs, da sehr viel aufzunehmen. Und ich habe in der Vergangenheit erlebt, dass einen das Überraschende am meisten inspiriert. Etwas, das einen findet und nicht, das man sucht. Und ich finde, das ist insbesondere für uns als in der Designbranche Tätigen ein ganz großer Anspruch, denn wir neigen oft dazu, uns in unserer Filterblase häuslich einzurichten. Wir müssen die Grenzen aufbrechen, wir müssen in die Wirtschaft, in die Industrie, in die Gesellschaft gehen und wir müssen viele andere Partner für das Thema Design interessieren. Dass das noch lange nicht erreicht ist, das inspiriert mich am meisten.